Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich habe mich dazu entschlossen, heute ein kleines Auswahlorakel zu machen für uns. Und ich fange mal an zu mischen. Schauen wir, was wir hier für Botschaften kriegen. Das hier sind übrigens auch meine eigenen Karten. Lennys, die ich gemacht habe. Und das hier auch. So, dann würde ich sagen, die Vögelchen nehmen wir noch, wenn ich sie umdrehe. Ich hoffe, ich vergesse nicht wieder, ist mir auch schon zweimal passiert. Sucht euch eine Seite aus, ich nehme diese hier. Schauen wir, was wir hier kriegen. Der Himmel wacht über dich, super. Blicke tiefer. Wir haben die Reisezeit. Hier geht es darum, dass die Seele frischen Wind will, dass man sich eine Auszeit nimmt, dass man sich erholt, dass man vielleicht auch eine Reise plant. Hier sind sehr viele Bewegungen, die von außen kommen oder die nach außen wirken. Guckt mal, ne? Hier haben wir das Thema Blicke tiefer und hier ist der Spiegelblick. Kommst du klar mit dem, was du siehst? Hier sehen wir auch beides mal Schutzengelkarten, ne? Und die Karte sagt einfach, dass wir sicher sein sollen, dass der Schutzengel über uns und unsere Lieben wacht, dass wir nicht alleine sind in unseren Situationen und dass wir es auch nie sein werden und dass wir umgeben sind von machtvollen Helfern. Im Prinzip ist es eine Nachricht an uns, die Sorgen oder Ängste mehr dem Himmel zu überlassen. Und es gibt nichts, wofür man sich fürchten müsste. Hier wird auch gesagt, dass zum Beispiel Ängste noch nie geholfen haben, eine Situation zu verbessern. Und dass es wesentlich effektiver ist, um Beistand zu bitten. Und dass wir uns eben auch gewahr werden, dass wir die Unterstützung verdient haben. Dass wir auch im Schlaf bewacht sind, unser Heim, unsere Vitalität, unser Wohlergehen. Und man darf sich das so vorstellen wie so ein Schutzschild um uns rum. Dann gehen wir nochmal, was sollen wir denn tiefer angucken? Was sehen wir in den Spiegelungen? Wenn die Karte vom Außen mit dabei ist, dann ist es immer auch so, dass wir aufgefordert sind zu gucken, was kommt denn von außen? Wie wirken wir denn? Was zeigen wir? Wo gibt es Missverständnisse? Es kann auch sein, hier gibt es etwas, was wir noch nicht gesehen haben, denn die Karte sagt, wir müssen unter die Oberfläche unserer Situationen gucken, weil es dort wichtige Infos gibt, die uns im Moment nicht bewusst sind oder die wir uns noch nicht eingestanden haben. Es ist so, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, vielleicht auch von außen. Das heißt auch, dass das oben eigentlich nicht verneinend wirkt auf uns, aber wir sollen einfach tiefer hingucken. Die innere Wahrheit könnte wichtig werden.
Experten aufsuchen. Und es ist wichtig, dass wir Zeit und Energie investieren, um Forschungen vorzunehmen, damit wir auf wunderbare Weise auch belohnt werden. Hier kann sein, dass wir irgendein Detail übersehen. Also, dass wir einfach alle Gelegenheiten nutzen, um Nachforschungen zu betreiben. Zeichen, intuitive Hinweise können hier sein, die wir übersehen. Kann auch sein, dass es zu viel ist im Moment und dass wir deshalb nicht richtig hingucken. So, die Vögelchen. Wir haben hier die Dole. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht ins Dunkel. Das ist gut. Ich warne dich vor einer unerwünschten Situation oder jemanden, der es nicht gut mit dir meint, und biete dir einen wichtigen Impuls bei der Findung von Lösungen. Wunderbar. Ich weiß schon, was es für mich zu bedeuten hat. Schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ihr habt weise Entscheidung und Bete. Dann habt ihr das Ausmisten, das Loslassen der besonderen Art ist. Hier ist es so, wenn man im Außen ausmistet, vielleicht auch im Zuhause Dinge weggibt, die man nicht mehr braucht, dass man sich dann auch innerlich befreit und reinigt irgendwie. Ihr habt hier betrauert eure Verluste, das ist wichtig. Und ihr habt hier die Sicherheit, weiterzukommen, euch neue Türen zu öffnen. Irgendwie auch mehr euren Träumen zu folgen oder euch ja sicherer zu sein auf eurem Lebensweg an sich wird hier ein Thema werden. Hier ist zweimal auch nochmal so diese Aufräumenergie, ne? Was vorbei ist, ist vorbei. Man darf es betrauern. Man kann gewisse Dinge nicht auf die Lebensreise mitnehmen. Und jetzt gucken wir mal, was die weise Entscheidung euch mitgibt. Ja, wenn die Karte kommt, ist sie eigentlich eine Botschaft, die dich bittet, deiner inneren Weisheit zu vertrauen. Und die auch sagt, du machst dir vielleicht zu große Sorgen über deine Entscheidungsfähigkeit, weil du vielleicht in der Vergangenheit Dinge entschieden hast, die sich für dich nicht ausgezahlt haben. Aber man kann sich fragen, was habe ich daraus gelernt? Und vielleicht war die Situation auch für irgendwas dann doch noch gut, ne? Hier darfst du wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du innerlich Frieden empfindest über die Dinge, die du machen möchtest. Wenn es irgendwas gibt, das sich bezüglich dessen, was du tun möchtest oder entscheiden möchtest, nicht gut anfühlt, dann bist du ein bisschen weiter weg von deiner eigenen Wahrheit. Und manchmal ist es auch so, dass man auf dem richtigen Weg bleibt, wenn man eine Richtung nimmt, die nicht die einfachste ist. Es ist jetzt so, wenn ihr hier dabei seid, wichtige Lebensveränderungen vorzunehmen, wäre es gut, ihr gebt nach oben ab. Das habt ihr hier, ne? Auch so ins Gebet gehen, damit ihr so wie durch Fluglotsen durch eure Lebensreise geht und dass ihr eben die nächsten Schritte machen könnt im Schutz und in der Angebundenheit. Wenn du hier Fragen hast, offene, sagt die Karte, bete, dass du da deine Antworten findest, dass du angeleitet bist, dass du intervenieren kannst, auch wenn du nach oben fragst. Und beten ist auch abgeben, ne? Man gibt etwas ab, man lässt die höheren Mächte für sich arbeiten. Und es ist auch äußerst effektiv, ne? Wenn wir aus ganzem Herzen nach oben sprechen. Manche fragen sich ja auch, wie betet man denn richtig? Und die Karte sagt einfach, du wirst die richtigen Worte benutzen, ne?
die du eben brauchst. Und hier geht es um das Offensein für Antworten, die sich in einer anderen Form zeigen, als man es vielleicht erwartet. Aber ihr dürft euch sicher sein, dass Gebete erhört und beantwortet werden. Gucken wir bei euch, was sagen die Vögelchen? Die Krähe. Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.